jetzt geht's los. Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe, einer neuen Serie, nämlich wenn der Dealer mal auf dem Roadtrip ist. Heute begleitet mich mal mein Bruder Daniel. Hallo. Und wir gehen heute eine große Modellautosammlung abholen mit fast 300 Modellautos. Vom Maßstab 1:64 bis 1:8 ist alles dabei. Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW, alles ist dabei. Und ja, ich war natürlich nicht umsonst diese 430 Kilometer nach Aalen. Das muss ich auch natürlich auch lohnen. Also für 20 Modellautos, für Boragos oder so, würde ich das jetzt nicht machen. Also könnt ihr euch schon vorstellen, das ist eine geile Sammlung. So, wir befinden uns gerade auf der A7 Gollhofen. Falls ihr das kennt, ich kenne es nicht. Ich war zum ersten Mal, glaube ich, bewusst auf der A7. Und ich muss sagen, eine nette Gegend hier. Ja, ganz freundlich. Hast du aber vorher was anderes gesagt. Ja, da war es auch ziemlich dreckig. Lange über Müll rum und so. Also wieder eine halbe Mülldeponie. Ja, irgendwie ist es hier ein bisschen sehr ländlich. Ungewohnt als Großstadtmensch. Und ja, wird langsam interessant. Gleich sind wir da, noch 94 Kilometer. Und unglaublich viele Blitzer gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Blitzer gesehen. An einem Stück. Wir nehmen erstmal die linke Spur. Mal wieder eine Baustelle. Total ungewöhnlich auf deutschen Autobahnen. Eine Baustelle. Ist ja von 430 Kilometern waren gefühlt 400 Kilometer Baustelle. 30 Kilometer frei. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Blitzer wir gezählt. Ich glaube, 10, 8 Blitzer oder irgendwie was. Keine Ahnung. Also ein Dutzend auf jeden Fall. Dutzende, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es die letzten waren. Also bis nach Aalen wird es noch bestimmt noch ein paar Stück kommen. Ja, von all die Zeiten, wo man auf deutschen Autobahnen rasen konnte. Gut, mit meinem Mitsubishi rase ich sowieso nicht. Und also ich muss sagen, für lange Strecken ist das Auto echt komfortabel. Macht Spaß. Und gut, das ist jetzt kein super Deluxe SUV oder sowas. Solche hatte ich auch früher en masse gehabt, über Audi Q7, Cayenne, Lexus, hatte ich die fettesten SUVs immer gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeiten sind definitiv vorbei für mich, weil diese fetten SUVs waren meistens auch nicht wirklich zuverlässig. Der Mitsubishi schon. Bis jetzt. Ne? Ja, mein letzter Roadtrip ist ja in einem halben Desaster geendet. Ne, da stand mir ein Baumweg. Also, wie im halben Desaster, das war eine Katastrophe. Ja, mir ist ein Baum vor das Auto gesprungen und konnte leider nicht mehr ausweichen. Aber falls ihr das Video gesehen habt, habe ich ja die Bilder am Ende des Videos ja gepostet mit dem Unfall. Du kannst ja vielleicht einblenden gleich. Naja, mach ich mal. Und ich hoffe, dass es dieses Mal gut abläuft, weil damals bin ich dann nach Gifhorn gefahren. Hey, das hoffe ich aber auch. Januar. Ne? Hey, ich hoffe aber auch, ne? Ja, da bin ich nach Gifhorn gefahren und kurz vorm Ziel ist mir halt dieser Baum vors Auto gesprungen. Ja, bei Schnee und Eisglätte. Ja, scheiß Bäume, ey. Heimtückisch kam da von rechts rausgesprungen, ey. Naja, auf jeden Fall habe ich das gut überstanden. Meine Mutter auch, die mich begleitet hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, solche Touren, so Roadtrips, um Modellautos abzuholen, mache ich eher selten. Also da muss echt schon eine besondere Sammlung sein oder eine verdammt große Sammlung sein. Dann mache ich das, weil ich muss ja auch natürlich auch mal immer wirtschaftlich denken. Ne? Sprit, Zeit, Aufwand und so was alles. Ne? Wenn sich das alles nicht rentiert, dann mache ich das auch nicht. Dann verzichte ich lieber auf die Sammlung, was auch schon sehr oft vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, ja, die Sammlung ist okay, ne? Eine schöne bunte Mischung. Aber der Zeitaufwand und der Spritkosten und hier und da und man verliert ja auch schon einen halben Tag und so alles, macht dann halt einen Strich durch die Rechnung, wo ich dann sage, ey, komm, scheiß drauf, für die paar Öcken machst du das nicht. So, in diesem Fall, das ist jetzt das längste, was ich am Stück gefahren bin für Modellautos, 430 Kilometer, wie erwähnt. Losgefahren sind wir um 5:30 Uhr am Morgen, Ankunft laut Navi 9:27 Uhr, 88 Kilometer noch. Ja, mal gucken, was uns da erwartet, weil wenn man Modellautosammlungen abholt, dann kriegt man natürlich auch viel mit von dem Besitzer, deren Geschichte darüber,
was die Beweggründe sind, warum die Sammlung auflösen. Er hat mich über Kleinanzeigen angeschrieben, dass ich seine Sammlung doch gerne mal aufkaufen könnte. Also mich beauftragt, mich um seine Sammlung zu kümmern. Ich kriege täglich solche Anfragen. Täglich. Mehrere Male. Meistens sind es natürlich die Klassiker Burago, Maestro, Revell, was die Leute mir anbieten. Selten halt, dass da auch mal hochwertigere Marken sind. So wie jetzt zum Beispiel 1:8. Ne? Wann erlebt man das? Dass einer seine 1:8 Sammlung mit abgeben möchte. Kaum. Die letzten 1:8 Modelle, die ich gekauft habe, sind schon ein paar Jahre her, die ich nicht zum Zerlegen gekauft habe. Und die habe ich über eBay dann nach Japan verkauft. Beide. Da waren 2 Modelle, einmal ein Testarossa und einmal ein F40. Die gingen beide für eine stattliche Summe damals nach Japan. Ne, habe ich auch total gefragt, gerade Japan. Ne, wir kennen ja alle diese Mikrowohnungen von den Japanern und dann ein Modellauto Maßstab 1:8. Boah. Da knallt das Modellauto ordentlich. Aber nach ein bisschen Recherche habe ich erfahren, die Japaner stehen total auf 1:8. Stellen die sich vor die Garage oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, es gibt auch viele Japaner, die haben auch Häuser, ne? Aber die meisten Japaner leben aber in den Städten. Und sehr interessant. Und ich bin auch heute mal gespannt, wo ich eigentlich hinkomme. Auf den Bildern habe ich gesehen, stand die Sammlung in einer riesigen Halle, die leer steht. Echt? Das war echt so ein paar hundert Quadratmeter große Halle. Alles leer, nur diese Modellautosammlung stand mittendrin. Das sah schon von den Bildern her schon ziemlich cool aus. Und ich bin mal gespannt, wo ich da hinkomme. Ist das eine Werkstatt? Ist das eine Firma, die pleite geht oder Insolvenz gegangen ist? Oder? Vielleicht können wir das ja aufnehmen nachher. Ja, vielleicht können wir ja, vielleicht erlaubt uns der Vorbesitzer, der noch Besitzer der Modellautos, auch cool, Armeefahrzeuge. Vielleicht erlaubt er noch ein paar Videos da, ein paar Fragen zu beantworten, weil es ist schon immer interessant, warum einer sich entscheidet, seine große Modellautosammlung aufzugeben. Da ist ja ein, guck dir gerade die Gegend hier an, ey. Merkwürdig hier. Wo sind wir denn hier? Ohrenbach. Ja. Selbst die Ohren haben hier einen Bach. Und was ist das? Frank-Therme Bad Windsheim. Warte, nächste Sehenswürdigkeit hier. Naturpark Frankenhöhe. Aha. Gut, kenne ich nicht. Ich denke mal, viele von euch kennen die Orte hier. Kommen sogar wahrscheinlich. Aber hier ist niemand. Hier ist alles nur Land. Was ist Burgenmenheim? Hä? Oh. Naja. Ja, es wird interessant. Wie gesagt, vielleicht erlaubt er uns ja noch ein bisschen zu filmen. Aber so wie ich das erfahren habe, hat er schon alles weggepackt. Ist schon alles also in Kartons abholbereit. Also viel aufnehmen können wir da wahrscheinlich nicht. Und ja, und nach der auf der Rückfahrt werden wir auf jeden Fall noch ein Video machen mit den Eindrücken und ja, generell, wie es war und so und alles, wie die Modellautos im Zustand sind. Von den Bildern her sahen die meisten noch ganz gut aus, viele waren sogar noch original verpackt. Ja, außer die 1:8, da fehlen ja meistens die Originalverpackungen aus einem ganz einfachen Grund, weil das waren ja meistens halt Bausätze. Und klar, aus einem kleinen Karton wird ein großes Modellauto. Ist normal, dass man dann meistens die Verpackung nicht mehr aufbewahrt. Leider sind es bei den 1:8ern keine. Ich muss mal ein bisschen gucken. Kommt mal wieder eine Baustelle. Bernheim. Endsee. Oh. Ja, überleg mal, 9 Minuten und schon die zweite Baustelle. Wahnsinn, ey. Echt? Erst 9 Minuten am Film? Mhm. Krass, ey. Komm ich schon mal wieder eine halbe Stunde, ey. Oh, geil, ey. Naja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Mit verpackten Autos. Ja, genau. Wir müssen ja auch vorstellen, dass die meisten Pochers ja aus den 80er, 90er Jahren entsprungen sind. Besonders die Ferraris. Porsche hat jetzt hier Motorräder rausgebracht und den F430 und so und alles. Also richtig cooles Zeug eigentlich. Nur was mich ein bisschen nerven würde, ist halt dieses Zusammenbauen halt. Ne? Und desto moderner die Modellautos sind, desto komplizierter werden sie auch zusammenzubauen.
Ist natürlich kein Vergleich zu den Monogram-Modellen. Kennt ihr diese ganz großen Modellautos? Die fangen ja erst bei 5.000 Euro an, der Bausatz. Ja, da ist ja Pocher noch mit ihren 1.000 Euro ja noch ein Schnäppchen dagegen. Fangen ja auch erstmal an. Ne? Gebrauchte Bausätze kriegt man natürlich günstig, aber so die ganzen neuen Pochers, die kosten so ab 1.200 Euro aufwärts. So, was natürlich auch dabei ist, natürlich viel Burago, aber ich habe auch gesehen BMWs von Kyosho und ein Ferrari von CMC, darauf freue ich mich natürlich auch. Das ist ja für mich als Wiederverkäufer natürlich Schokolade, ne? So ein Ding, weil allein der bringt mir wahrscheinlich schon 200-300 Euro oder so. Und ja, wie gesagt, für Buragos hätte ich diese Tortur jetzt nicht auf mich zu nehmen. Ja, wie gesagt, wir sind gleich da. Und mal gucken, vielleicht lohnt sich da auch noch ein kleines Video zu drehen. Ansonsten, danke fürs Zugucken und bis auf die Rückreise. Ciao, Freunde. Guck mal, ey, wir fahren in Düsseldorf los, war alles schönes Wetter, alles gut. Und guck mal, jetzt kurz vor Aalen, Schnee. Es liegt Schnee sogar, Alter. Innerhalb von ein paar Minuten. Innerhalb von ein paar Minuten ändert sich das Wetter hier so radikal, ey. Also wenn wir irgendwo auf den Alpen oder irgendwie so ein Scheiß, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, ja, noch eine Fahrbahn. Super, auch noch eine Baustelle. Aber ich muss sagen, die Autobahn hier, die A7, die ist echt scheiße. Hört ihr das? Kommt's wieder? Wäre schon heftig, was runter. Ja, aber so viel Schnee und das im März. Verdammt, ey. Bis April. Wahnsinn. So, wir sind jetzt auf der Rückreise. Es war ganz nett beim Lukas. Der Lukas hat uns auch ein bisschen erzählt, warum die Sammlung aufgelöst wurde. Und es war nicht seine Sammlung, sondern von einem Bekannten, der ist Ende 60. Und er wollte jetzt ein bisschen so, sagen wir mal, sein Rentenleben genießen. Und er hat jetzt seine ganze Modellautosammlung verkauft. Und will mit dem Geld halt ein bisschen rumreisen, Wohnmobil kaufen und alles. Einfach das Rentendasein genießen. Das ist aber ein schöner Hintergrund, warum man seine Modellautosammlung abgibt. Nicht wegen Todesfall oder Krankheit oder irgendwie sowas oder Geldnöten. Einfach mal was Positives mal, ne? Ist doch schön, wenn jemand jetzt sein Rentendasein genießt. So, wir befinden uns jetzt auf der A3, irgendwo nach Würzburg. Berkenhain. Ja, aber das ist die Raststätte hier. Irgendwo am Arsch der Welt. Und so viel zur Sammlung. Es gibt richtig ein paar geile Highlights bei. Zum Beispiel ein Ferrari von Jean Alesi als Fahrrad, Formel 1 Auto in 1:8. Also ich habe mal so grob gegoogelt nach diesem Modell. Es wird weltweit keins angeboten mit dem Jean Alesi als Fahrer. Also das ist schon mal so ein cooles Highlight. Dann ganz viele Herpa, Vikings sind wieder dabei. 1:43 stark vertreten. 1:18 Modelle natürlich auch. Ja, im Großen und Ganzen echt eine große, schöne, bunte Mischung an Modellautos. Also irgendwie, ich erkenne auch kein Konzept bei der Sammlung. Die ist wirklich querbeet durch gesammelt. Also das ist nichts irgendwie spezifisch, nur Sportwagen oder nur Oldtimer oder so, gar nichts. Das ist einfach knallhart durchgesammelt. So, jetzt kommen wir in einen Tunnel rein. Ne, doch nicht. Der Tunnel ist neben uns. Was ist das denn? Ah ne, da kommt er jetzt. Und schöne Grüße an dich, Lukas. Ich weiß, du wirst das Video gleich gucken oder nachher. Und ja, ich bin mal gespannt, was für Schätze ich in diesen kleinen 1:43er finde, weil wird bestimmt interessant. So, jetzt mal ein kleiner Themawechsel. Jetzt komme ich zu dem ersten Teil meines Interviews, was ich euch ja versprochen habe, was ich nach 1000 Abonnenten ja machen werde. Und jetzt sind wir schon ein bisschen mehr wie 1000. Und da beantworte ich so die gängigsten Fragen, die mir gestellt werden. Zum Beispiel eine Frage: Wie bist du auf die Idee gekommen, Modellautoersatzteile zu verkaufen? Ja, das war eigentlich ein ganz einfacher Grund. Ich habe früher viel kaputte Modellautos und so verkauft. So, wann war das? So 2006 rum. Generell nur Modellautos. Und da hat einer mal gefragt, ob ich auch nur die Stoßstange verkaufen würde von einem Modellauto. Ne, den Rest würde er gar nicht haben wollen. Ganz genau genommen war das ein Ford V8 von Solido. Wollte er nur die Stoßstange haben.
So, keine Ahnung, ne? Da habe ich mich erst so ein bisschen schwer getan mit dem Gedanken, nur die Stoßstange zu verkaufen. Dann habe ich das doch gemacht, habe ich verkauft. Und da bin ich so auf die Idee gekommen, ja scheiße, ne? Irgendwie bietet das ja gar keiner an, Ersatzteile zu verkaufen. Ja, und so wurde halt der Ersatzteilhandel erschaffen bei mir. Ja, also durch einen Zufall. Durch eine kleine Anfrage ist diese Idee entstanden. Ja, und jetzt verkaufe ich hauptsächlich Ersatzteile und billiger Modellautos. Das hat sich genau gewendet. Ja, auch oft gefragt werde ich, woher kriege ich die ganzen Modellautos? Ja, wenn ich euch das verraten würde, könnte ja jeder das machen. Ne? Wie ihr seht, gehe ich manchmal ganze Sammlungen kaufen, aber die größtenteils bekomme ich von Händlern, von Importeuren von Modellautos, selbst von den Herstellern der Modellautos einige oder Partnerhändler, also die kennt ihr ja, die ganzen Modellautohändler in Deutschland, die verkaufen mir auch ihre Reklamationsmodelle und immer so weiter und so weiter. Auch Versicherungen verkaufen mir Modellautos. Durch Brandschaden, Wasserschaden ist alles schon vorgekommen. Und so komme ich an die Modellautos an. Um diese Connection aufzubauen mit diesen Importeuren, Großhändlern und so alles, da müsst ihr schon mehrere Tausende von Euros bei denen lasten, bis ihr endlich mal an die Preise drankommt, die sich wirklich lukrativ lohnen und so alles. Ne? Bei einigen Händlern habe ich wirklich mehrere Tausende von Euros dagelassen und erst dann haben die mir die richtig kaputten Modellautos und so zugesteckt und so alles. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist keine Aktion, so ihr geht jetzt zur XY-Händler und sagt, ich möchte eine kaputten Modellautos kaufen. Ne? Dann wird er sagen, nö, schicke ich wieder zurück am Hersteller. So, aber ich bin jetzt bei denen so weit, dass sie nicht den Hersteller zurückschicken, sondern mir. Und es gibt auch Händler, die verkaufen Unfallrecke nicht an Endkunden, die Modellautos. Lieber treten mit dem Fuß drauf oder schmeißen die Mülltonne, als das als B-Ware zu verkaufen. Aus dem ganz einfachen Grund, die wollen nicht, dass dieses Modellauto wieder in den Umlauf kommt, weil es wurde so viel Betrug schon damit begangen, mit kaputten Modellautos, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nehmen wir ein Beispiel, jetzt ein BMW, 3er BMW. Ihr kauft in eBay einen kaputten 3er BMW, ne, für 10 Euro. Geht dann aber beim Händler XY dieses Modellauto als neues Modellauto kaufen. So, dann schickt er, aber das für 80 Euro, sage ich jetzt mal. So, dann kriegt das Modellauto zugeschickt und dann reklamiert dieser Betrüger das kaputte Modellauto, was er vorher für einen 10er gekauft hat, bei dem Händler und sagt, ey, guck mal, kaputt anbekommen. Und er schickt das Modellauto zurück, kriegt sein Geld zurück und zack, hat der Betrüger das neue Modellauto bei sich zu Hause stehen und der Händler sitzt auf dieses kaputte scheiß Modellauto, was eigentlich gar nicht ihm gehörte. Ja. Und so verkaufen die es an mir. Die wissen ganz genau, ich zerlege das Zeug und konsequent durchzerlegen. Ne? Auch wenn da nur ein Scheinwischer fehlt oder so, wird das scheiß Modellauto zerlegt. So, auch oft gefragt werde ich, ja, welche Frage? Boah. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Hier kommt gerade eine scheiß Baustelle wieder. Mal wieder auf der A3. Ja, was habe ich denn auch oft gefragt? Kann ich Pause machen? Nee, geht schon. Geht schon. Ah, gut, wir sind jetzt bei Aschaffenburg. Sekunde, die Baustelle hört auf und ich kann jetzt wieder vernünftig weiterreden. Ja, oft werde ich auch gefragt, ob ich selber Modellautos sammle. Ja, aber nicht so viel wie die Sammlung, die ich immer so aufkaufe. Also ich habe für mich persönlich, glaube ich, 40 Modellautos oder so. 50 vielleicht, wenn es hochkommt. Nur mal durchsehen. Es gibt auch ein Video davon, von meiner Privatsammlung. Und selbst die würde ich für eine bestimmte Summe sofort wieder einen abgeben. Außer natürlich, ich habe das auch Modellauto für mich. Also ich hatte das echte Auto in klein, dann nicht. Aber sonst eigentlich nicht. So, oft werde ich auch gefragt, was ist das Witzigste, was du mal mit Modellautos zu tun hast, erlebt? Ja, da sind meistens auch viele Trüllemarkt-Geschichten dabei. Unter anderem hatte ich mal einen lustigen Fall in Oberhausen gehabt, im Vero Center. Und da ging es darum,
da war eine Frau und ein Mann mit 2 Kindern. Sagen wir mal so, die war ein bisschen merkwürdig, auffällig. Und mein Stand war voll mit Menschen. Da war ich bestimmt so 20, 30 Leute an meinem Stand. Ich hatte einen 6x6 Meter Stand. Und da stand die Frau direkt neben mir mit dem kleinen Jungen. Der Junge war 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Und dann sagte die Frau zu dem Jungen: Komm, Seal, wir gehen weiter. Der Junge hieß Seal. Und alle drehen sich um, gucken sich den kleinen Jungen an. So ein kleiner blonder Junge, der Seal heißt. Und sag ich zur Frau, Sie wissen schon, wie Seal aussieht. Ne? Das ist eigentlich so ein 1,98 großer, schwarzer, kräftiger Mann. Ne? So, ja, ja. Ne? Ich weiß. Nein, komm hier, komm Shakira, wir gehen weiter. Die Tochter hieß Shakira. Das war echt mega witzig. Oder was auch witzig war, was heißt witzig? Die sind natürlich auch, was ist das für ein Nummernschild, ey? Wettes? Bestimmt Engländer oder irgendwie was. Ja, das war ziemlich witzig, also solche. Da gibt es noch viele andere lustige Momente. Aber die fallen mir jetzt gerade beim Autofahren nicht mal alles gerade ein. Auch was ich oft gefragt habe, was kommt als nächstes nach Modellautos? Bleibt es nur bei Modellautos oder kommt noch mehr? Also mein eigentlicher Herzenswunsch oder Traum oder was ich mir noch erfüllen würde, ist, dass Modell Dealer 24 nicht nur für Modellautos ist, sondern für alles, was mit Spielzeug zu tun hat. Dass ihr künftig bei mir nicht nur Modellautos Ersatzteile kaufen könnt, sondern auch für euer RC-Modellautos, ferngesteuerte Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe Ersatzteile kaufen könnt. Scheiße, selbst wenn bei euch mal im Monopoly ein paar Häuser fehlen werden, könnt ihr bei mir später diese Häuser nachkaufen. Das ist mein Ziel, dass ich so ein Spielzeugersatzteilhändler werde. Also auch für Barbie-Puppen, Playmobil, Lego, alle sollen bei mir fündig werden. Quasi Spielzeugschraubblatt. Ne? Also das ist so mein Ziel. Aber das ist noch ein langer Weg, weil ich bin ja noch obwohl ich eigentlich schon seit über 10 Jahren auf dem Markt bin, ist das Potenzial des Wachstums immer noch nicht erreicht. Also ich bin noch nicht am Ziel. Und da fehlt mir noch ein Stückchen, bis ich die entscheidende Größe habe, auch mal andere Arten von Spielzeugen aufzunehmen. Ich denke mal, der nächste Schritt, was so in den kommenden Monaten oder Jahre kommen wird, ist der nächste Maßstab 1:43 wird auch irgendwann mal als Ersatzteile geben bei mir. So, das ist der nächste Sprung nach 1:24, 1:8, 1:18, 1:16 ist dann natürlich dann 1:43 das nächste, was ich dann aufgreifen werde und auch schlachten werde. Weil der Markt für 1:43 ist auch richtig groß, wahrscheinlich sogar größer wie bei 1:18. Und dementsprechend kriege ich auch viele Anfragen auf 1:43 Modellautoersatzteile. Und irgendwann muss ich das auch mal bedienen. Ja, wie lange haben wir schon? 11 Minuten. Oh, 11 Minuten schon? Naja. Wenn ihr auch mal so eine Sammlung abgeben wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch immer eine Mail schreiben oder sowas. Versucht erstmal über den normalen Kontaktweg. Kaputte Modellautos, ganze Modellautos, Restposten und defekte Modellautos, alles. Oder einfach keinen Bock auf eure Sammlung hat, dann könnt ihr natürlich mir immer eine Mail schreiben. Und dann kann ich euch ein Angebot schicken. Aber erwartet nicht, dass ich jetzt für 10 Autos nach Berlin fahre, die abhole oder so. Das werde ich nicht machen. Also, da muss der Postweg reichen. Ja, das war der erste Teil meines Interviews. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr fandet auch diesen Einblick, so ein bisschen diesen Background von Modell Dealer 24 auch interessant. Und falls ihr mehr dieser Videos sehen wollt, wie ich Modellautos abhole oder sowas, dann könnt ihr mir natürlich diesen Feedback geben und dann gucke ich mal, was ich in den nächsten Wochen, Tagen oder wenn die Situation halt es ergibt, dann werde ich öfters diese Videos machen. Natürlich, wenn ihr es wollt. Ne? So, danke sehr und bis zum nächsten Mal. Ciao.